Und hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von The Outer Worlds. Hallo. Wir gehen zum Constable. Die wir doch eigentlich kennen, oder? Energiezellen, alles klar. Hier sind Gefängniszellen. Gehen wir mal... Gendarmen Race, die kennen wir. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Was? As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Ja, will ich know how to gern. carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Oh. Cross them off and bring me their fingers. Just one per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Und ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Was soll das heißen? Sagt dir der Name Phineas Wells etwas? His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Ja, genau deshalb frage ich. Anscheinend gibt es ein Kopfgeld für ihn. You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas V. Wells. Ich will ihn jetzt nicht verraten. Er ist Wissenschaftler. Ne, wir kennen einander. Nee, das will ich nicht. Something to report? Ich möchte gerne nochmal Fragen As long as your stellen. questions fall within the acceptable margins of curiosity. Ich will ihn nicht verraten. Wen arbeitest du jetzt? Spacer's Choice oder Edgewater? If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. I don't serve Edgewater. Edgewater and the entire region of Emerald Vale serve Spacer's Choice. Und wem ist Spacer's Choice untergeben? Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which occupies a seat on the Halcyon Holdings Corporation, Ja. also known as the board. I must admit it bothers me that you don't already know this. Ja, ist schon gut. Also bist du im Prinzip ein Bürokrat. Flattery won't get you anywhere with me. Oh, ach so. Bureaucracy is a noble profession, but not all of us are gifted enough to serve in it. Aber noch eine Sache. Something to report? Eigentlich nicht. Okay. Okay, das bringt mir nichts. Das sind halt einfach Zellen. Ja, stehlen ist, glaube ich, hier nicht so gut. The team to lead Halcyon to an even better tomorrow. Okay, alles klar. Was ist das? Edgewater Saltuna Konservenfabrik, eine Anlage von Spacer's Choice. Terminalzugang, willkommen. Gendarmen Race. Okay, Kopfgeldakten. Alle von der Edgewater Wache veröffentlichten Kopfgelder wurden von Spacer's Choice autorisiert. Kopfgelder anzeigen. Offene Kopfgeldgesuche. Julium Antrim. Ach, das kenne ich schon, ne? Das ist das, von was draußen stand. Ich glaube schon. Oh, ne. Doc Mabel. Bertie Cotton. Das ist alles das, was draußen stand, sage ich jetzt einfach mal. Ehemalige Geheimdiensten des Ordens. Ja, standen. Ja, das kenne ich alles schon von draußen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, du verleckst dich immer so viel, ne? Hier waren wir schon, da ist nämlich nichts. Dann gehen wir mal hier weiter, da ist auch nichts. Hier ist Maintenance Division. Das ist alles hochinteressant. Protokoll der Wartungsabteilung. Willkommen, Holcomb P. Aktuell sind 3 offene Problemtickets vorhanden. Problemticket 65565. Fehler beim Starten des AG-Laders, Seriennummer blablabla, Status offen, Priorität mittel. Studio zur Produktion, Motor einschalten, erneut versuchen, den Lader drehen. Was? Über verletzte Zähne verloren. Ich muss mindestens 8 Schritte angeben. Was? Erneut versuchen, die Maschine gibt ein latendes Geräusch von sich. Was soll denn das sein?
Flucht Clancy, ich habe die doch erst vor 2 Wochen wieder auf deine Beine gebracht. Nicht, dass du Beine hättest, aber du weißt schon, was ich meine. Klingt, als wäre die Achse des Staturs wieder einmal verschoben. Werde sie sauber machen und neu ausrichten. Clancys Gedärme haben sich verheddert und wurden alle rausgezogen. Wahrscheinlich, weil jemand wieder versucht hat, ihn neu zu starten. Ich muss all die Wicklungen in Nummer 4 wieder aufspulen. Okay, der Starter funktioniert, aber irgendetwas anderes stimmt nicht. Muss warten, bis Ruhe einkehrt und dann hochfahren, um mir das alles anzuhören. Problemticket, Priorität, 6587. Ausfall der Hauptproduktionsstraße der Konservenfabrik während der Erhitzungsphase. Schritte zur Reproduktion. Starten der Produktionsstraße gemäß Zeitplan S46701A. Beobachten der Dosenverarbeitung. Erste Charge zur Erhitzungsphase folgen. Eine oder mehrere laute Plopp-Geräusche. Rauch. Geruch nach verbrannten Saltuna. Vernehmbare Überhitzungsalarm auf Monitor 6. Flammen aus der Ablüftungsöffnung. Oh mein Gott. Automatisch abschalten. Aller Wahrscheinlichkeit nach leidet Bess an Verdauungsschwierigkeiten, da sie gezwungen wurde, etwas zu essen, wofür sie nicht gebaut ist. Mal wieder. Ich schaue es mir jetzt mal an. Problemticket 65588 haben wir seit 0 Tagen. Verfluchte Robotereinheiten. Die Priorität wurde automatisch durch die von Thompson Erde auf Exekutivebene festgelegte Administrationsregel auf niedrig gesetzt. Problemticket wurde von Miller L. erstellt. Aha. Ach so. Schritte zur Reproduktion. Nach Norden blicken. Ah ja, ich habe gesagt, nach Norden blicken, du verfluchter nutzlose Übersetzer. Okay. In der Nähe des Schrotthaufens. Könnte nordöstlich der Stadt sein, schätze ich. Robotereinheit beobachten, Shepard irgendwie bedrohlich. Siehst du sie? Genau da ist sie. Soll ich jetzt da hingehen, nach Norden blicken? In der Nähe des Schrotthaufens? Aber ich habe sogar einen Kompass, ne? Das merke ich mir, aber wahrscheinlich werde ich es mir nicht merken können. Das ist nichts, hier ist überall nichts. Hier können wir noch weitergehen dann. Das ist eine Werkbank, die ich allerdings jetzt gerade wirklich nicht... Moment. Das... Ein Revolver. Der allerdings vom Schaden pro Sekunde her schlechter ist, aber vom Schaden an sich besser ist. Ich verstehe den Unterschied gerade nicht. Schaden pro Sekunde ist er schlechter, aber beim Schaden an sich ist er besser. Warum? Er macht mehr Schaden? Was heißt Schaden pro Sekunde? Der Schaden ist ist doppelt so hoch. Das Magazin ist 1/3 weniger. Ach, was, ich behalte den einfach mal. Ich werde nicht mehr klauen. Wurfballblocker. Da stand nicht klauen. Aha. Naja. Okay. Hier ist Werkbank. Ein Mensch ärgere dich nicht, glaube ich mal. Pseudo-Apfelsaft. Okay. Hier steht nirgends klauen. Warum steht hier nirgends klauen dabei? Holcomb Roberts, bitte einen Schlag für die Suche eingeben oder Steuerung Alt F7 Eingabe. Wie soll denn das gehen? Steuerung Alt F7 Eingabe. Gott. Um einen neuen Einer zu erstellen. Letzte Suche öffnen. Letzte Suche Indumati. Suche läuft. 2 Einträge gefunden. Erster Eintrag. Indumati hat heute Edgewater verlassen. Sie wurde auf Terra 1 versetzt. Ich habe sie auf der Plattform zum Abschied geküsst und sie gefragt, ob ich sie je wiedersehen würde. Wir wussten beide, dass die Antwort Nein lautet. Schau nach oben und denke an mich. Ich werde auch nach oben blicken und an dich denken. Anmerkung von Indumati. Robert,
Sie haben nicht zugelassen, dass ich sie behalte, aber ich weiß, dass du sie liebevoll aufziehen wirst. Vielleicht sogar liebevoller, als es die Zeit mir erlauben würde. Du bist geduldig und für andere auf eine Art und Weise da, wie ich es nicht bin. Die Firma sagt, sie hat keinen Namen, bis du ihr einen gibst. Ihr Name lautet Parvati. Man hat mir gesagt, dass ihr Geburtstag auf den Tag festgelegt wird, an dem sie dir von Rechts wegen übergeben wird. Tatsächlich wurde sie am 7. Juli geboren. Lass sie fühlen, dass etwas Besonderes ist, auch wenn ich es nicht kann. Es hat ihr gefallen, wenn ich ihr vorgesungen habe. Nur dann hat sie aufgehört zu weinen. Indumati. Zurück zum Stammverzeichnis. Handbuch zum Weltraummaschinenbau. Suche läuft. Letzten Eintrag öffnen. Gestern Abend habe ich mir das Handbuch zum Weltraummaschinenbau durchgelesen. Fast hätte ich es aus reiner Gewohnheit laut vorgelesen. Es ist 10 Jahre her und trotzdem kenne ich ganze Teile davon auswendig. Ich werde den nächsten Band wohl mit zur Arbeit in der Konservenfabrik nehmen. Dort ist ein Büro, das nicht genutzt wird, in dem ich öfter zu Mittag esse. Ich kann genauso gut alles noch mal lesen. Okay, das ist alles interessant hier. Aber trotzdem frage ich mich immer noch, warum glaube ich hier nicht? Hey, you hear about Wilson? Heard Marauders got him. Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the second day. Hier geht's wieder raus, ne? Ja, hier geht's wieder raus. Okay, alles klar. So, jetzt muss ich nur mal, es möchte mich nur mal interessieren, wenn ich jetzt hier auf L gehe, dann kommt nichts natürlich. Ich habe das hier alles, das passt. Was ist das hier? Wurf? Ach, das ist eine Waffe. Das ist eine Nahkampfwaffe. Das Schaden pro Sekunde ist der übelst schnell. Oh. Ja, hier haben wir nichts. Hier haben wir auch 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 nichts. Das sind allgemeine Sachen. Okay, alles klar, das ist cool. Hier haben wir Aufträge, Kettenlager und Conrads Grabgebühren. Okay, Conrads Grabgebühren haben wir. So, töte sie. Kann ich das? Was macht mal, wenn ich das jetzt hier? Okay. Ah ja. Ich. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Kenne ich das Gebäude noch nicht? Bin ich da noch nicht reingegangen? Okay, mit dir möchte ich gerne reden, bitte. Hier ist jetzt erstmal nicht interessant. Ich komme gleich wieder. Hart, okay, alles klar. Der Rest bei dir ist nicht so interessant, dann lass mal mit dir reden. Martin Abernathy. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. Nee, nicht wirklich. Was? Nee, ich bin kein Plünderer. There's a reason you're running around outfitted like one of those monsters? Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Nein. Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Ja. Willst du mir verraten, was dich so nervös macht? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Das sieht aber auch nicht gesund aus. Ich bin hier, um deine Grabgebühren einzutreiben. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Du bist krank, hä? Er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du dann, dass du ein solches Kenntnis bewahren könntest? Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. Ja, es ist. I'm dying. Sag ich doch. I'm not long for this world.
The date of my expiration is fast approaching. Was? And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Tut mir leid, das zu hören. You are? Oh, wow. First time anyone's ever told me that. Mhm. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Wie kann ich helfen? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. Mhm. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Mhm. Jo. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Was? Gibt es etwas, das ich über dieses Versammlungszentrum wissen sollte? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Du gehst ein ziemlich großes Risiko ein, mir zu vertrauen. Das ist dir schon klar, oder? I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Da lass dich mal zufrieden. You're making a mistake working for Abernathy. Warum? Ja, warum? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Aha. Er zeigt Symptome. Du sagst also, er sei psychosomatisch? All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. Wofür brauchst du es denn? I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Mhm. Lass das aber nur meine Sorge sein. All right. Here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Ja. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, Ja. so I'm reaching out to you. Gut, okay. Also ich verstehe die Argumentation, ja. Ich verstehe, du brauchst also jemanden, der illegal Medizin für dich schmuggelt. Something like that. Look, I'm not in the habit of law breaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. Ich werde darüber nachdenken. That's all I can ask of you. Ja, ich verstehe die Argumentation eigentlich wirklich, ne? So, jetzt schauen wir mal ganz kurz nochmal im Tagebuch nach. Ja. Wir gehen mal zu Phyllis. Phyllis. Hey, Phyllis. Phyllis ist in der Konservenfabrik. Gut. Aha. Okay. Das ist jetzt aber irgendwie... Okay. Hier tut sich irgendwie gar nichts in dieser Fabrik, ne? Sie ist da oben. Ja. You the new worker? Sie. Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Grabgebühren, ich bin hier, um sie einzutreiben. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Diese Dokumente sind nicht mit deinem Namen unterzeichnet. Because they're not my fees and not my gravesite. Oh. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Ach so. Nett von dir. Irgendwie. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Ach so.
Law requires delinquent gravesite fees Ach to so. be paid by the deceased party's closest living relative. Okay. Which meant me. Ja. Shame though. Eugene was a good worker. Okay. Du meintest, der Typ hatte sich allerdings selbst erschossen? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. Ah, The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. okay. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Was hart, seine Familie zu verlieren. Eugene wasn't family. Hast du nicht vorher gesagt, du wärst seine nächste lebende Verwandte gewesen? Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you Was? see, so I pay the fines. Ach so. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. Wow. What Eugene did to himself was vandalism. Vandalismus. Das kann nicht dein Ernst sein. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Er war ein Mensch, kein Gegenstand. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Dann lasse ich dich mal weiterarbeiten. Oh Gott, und ich gehe jetzt auch gleich mal wieder raus, bevor ich mich hier weiter umsehe. Just gotta keep our heads up. Taste the freedom. Ah ja. Okay. Frozen Dinner. Okay, alles klar. Das sind interessante Sachen. Ich sehe es aber jetzt gerade nicht ein, hier Sachen zu kaufen. Aber hier sind Waffen, ne? Abgesackte Schrotflinte. Okay. Ja. Okay, ich hab. Ich habe jetzt hier noch. Was ist jetzt das hier? Ach, das ist der Landeplatz, ne? Ludwig Miller? Ist das der, den ich noch suche? Ja. Damit wir wenigstens eine Mission mal beenden. Ah ja, okay, jetzt zeigt es was wieder so an. Ich glaube, der ist in Wirklichkeit anders. Okay, aber hier ist überall zu aus. Hier ist offen. Dann. Dachte mal schon, warum das die mich angreifen. Tollwütig. Okay, aber dann kann ich hier mal ein bisschen looten. Gut, ein Verkaufsautomat interessiert mich jetzt wirklich nicht. Aber hier. Ja, okay, alles klar. Zigaretten wird es sein, denke ich mal. Kann ich hier hacken? Balkontür im 2. Stock aufsperren. Nachrichten. An Thompson. Hey Boss, ich wollte nur fragen, wie es um das neue Saltuna Light Projekt steht. Ich habe mir Gedanken über ein paar neue Slogans für die Produktlinie gemacht und ich denke, ein paar davon würden die Kunden wirklich erreichen. Und von ihm, lieber Lawrence. Ich weiß deine harte Arbeit bezüglich unserer geliebten Marke Saltuna wirklich zu schätzen. Ich habe gerade eine Antwort von der Konzernleitung erhalten. Sie haben kein Interesse an deiner Idee einer Light-Version der Saltuna-Marke, da wir nicht mit uns selbst in Konkurrenz geraten wollen. Aber sie sind interessiert an der Idee, Saltuna leichter herzustellen. Mit sofortiger Wirkung wurden wir angewiesen, schwerere Dosen zu verwenden, die es uns ermöglichen, sie mit weniger Saltuna zu befüllen und damit bei jeder Dose einige Stücke einzusparen. Gott ey. Das ist genau die Art von bahnbrechender Idee, die wir in unserer Konservenfabrik brauchen. Tatsächlich hat mir unsere Logistikabteilung gerade eine Anfrage bestätigt, dass man dich von der Marketingabteilung in die Konservenfabrik versetzt. Kannst du das glauben, Lawrence?
Du wirst Ellenbogen an Ellenbogen mit deinen Arbeitskameraden am Konservenband stehen und jeder, der etwas schwer den Dose mit etwas weniger Saltuna füllen. Stunde um Stunde, Tag um Tag. Was für eine unglaublich große Erde für dich und für mich. Ich glaube das nicht. Deine Position in unserer Marketingabteilung wurde mit sofortiger Wirkung aufgekündigt. Ich erwarte, dass du dich morgen früh bei unserem Vorarbeiter meldest. Die Kosten für deine Uniform werden dir vom Gehalt abgezogen. Okay. Persönliche Dateien. Slogan, die viel Saltuna leid. Schmilzt auf der Gabel, nicht im Mund. Das ist kacke. Weniger Fett, aber ein wenig Saltuna-Geschmack. Ist denn schon wieder Pökelzeit? Jetzt mit köstlich knusprigen Knorpel. Ja, Saltuna. Ohne Salz geht es nicht. Notiz, ohne die Space Stress Familie auch keine Saltuna. Potenzielle Vermarktung für Familien? Für eine Wissenschaftler sagen, es ist tatsächlich noch Nahrung. Der Saltuna wird es dir danken. Warnung kann akustische Halluzinationen hervorrufen. Werde ich später noch mehr ergänzen. Ja, okay, alles klar. Hier ist, sage und schreibe, Überbrückungskontakte. Das ist dann zum Hacken wahrscheinlich wieder. Das ist cool. Aber ich hätte gedacht, zweiter Stock. Moment. Hallo. Das ist alles cool. Ach, hier komme ich nicht rein. Okay, alles klar. Hier ist nichts. Alles klar. Okay, aber das war der erste Stock und nicht der zweite Stock. Aber es gibt nicht mehr Stockwerke, ne? Doch, es gibt einen zweiten Stock. Sieht auf jeden Fall so aus, aber da komme ich nicht hoch. Und dann wüsste ich auf jeden Fall nicht wie. Nichtsdestotrotz, machen wir mal die Karte ganz kurz auf. Ich bin jetzt da. Hier, da muss ich hin. Sind es da Schnellreisepunkte? Ne. Okay, ich muss einmal praktisch wieder rein und auf der anderen Seite raus. Slices, dices, cauterizes. Ja, ein Friend of mine died. Ich muss in die Richtung. Ludwig Miller. Blood and Revenge are hammering in his head. Aha, Titus Andronicus. Andronicus. Ah, das ist der Landeplatz. Das sieht sehr landeplatzmäßig aus. Ja. Wow. Hey. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. Ja, eigentlich nicht You wirklich. ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Ja, langsam. Silas hat mich geschickt, du schuldest ihm Grabgebühren. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Was? Was redest du da? The war. The coming apocalypse. Man versus machine. Ah. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Ah ja. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wovon du redest. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. Nee. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Okay. Orchestrating their uprising. Aha. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance?
Ja gut, also an sich, wenn ein Widerstand Söldner einstellt, stehe ich bereit. I've been gathering up a war chest over the years. Oh Gott. Saltuna cans mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Richtige Armeen zahlen Rekrutierungsgebühren. Enlistment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. Was soll ich denn tun? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Ich habe da noch Fragen an dich. Go on. Was genau tust du hier? I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially? Unofficially? Strictly between you and me. I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Go on. Was hast du gegen Robotereinheiten? You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you, scanning you with its murderous oculars. Das ist schon ziemlich gruselig. Mechanicals have been programmed to eliminate the human race. They've been programmed to replace us. First, they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Ja, wenn du denkst, ne? Das eine Werkbank, alles klar. Die nutzen wir nicht. Klauen tun wir auch nicht. Ah. Gut, wie gesagt, ich möchte wenigstens eine Mission mal beenden. Kann ich jetzt hier eigentlich nur außen rumlaufen und komme dann automatisch auch zu ihm hin? Eigentlich doch schon, oder? Hey, da ist was. Nein, doch nicht. Doch, da war doch was. Ach, die Viecher hier. Hallo. Hey. Hey. Something I can do for you? Wir müssen über Eugene sprechen. Müssen wir das? Yeah? What about him? Ich habe einen Brief von Phyllis gelesen, da drin stand, dass sie ihn wegen einer Goldzähne ausgegraben hätte. Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away, vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Ich halte meine Augen Let offen. me know if you find anything. Wegen den Gebühren, die du Run into any wolltest. trouble? Alles erledigt. Papierkram, Gebühren und Unterschriften. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. Ich habe für dich den... Aber Nathy wollte seine Krankheit verheimlichen. Ich habe mich für dich den Arsch aufgerissen. And I'll buy you a drink sometime. Ah. Ja, passt. Ich werde mich daran erinnern. Okay, cool. Tagebuch. Abgeschlossen haben. Wir haben die erste Mission abgeschlossen. Yeah. Morgen jetzt immer fort. Wo ist denn das? Moment. 300 Meter in die Richtung, okay. Da hinten. Okay, alles klar. Warte mal ganz kurz. Ach, der Kodex hat sich noch geändert. Ja, Fertigkeiten Luft, das ist jetzt ehrlich gesagt. Stirnroboter, wo soll das sein? Das ist da. Okay. Und Handvoll Taugenichtse. Das müssen natürlich mehr Punkte sein. Da und da. Gut, dann könnte ich jetzt erstmal Handvoll Taugenichtse machen.
parallel das Medikament holen und dann zurückgehen. Oh. Schauen wir mal, wie weit das mit der nächsten Folge kommen. Ich werde mal kurz was probieren. Du hast verloren. Ach so. Gut, dann war es das erstmal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.